Michael und ich sind 2017 für ein halbes Jahr mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und die Idee bestand darin, wirklich zu Hause loszufahren und irgendwann in Goa anzukommen. Dementsprechend haben wir eine Radreise geplant nach Osten und sind von Deutschland über Europa in den Nahen Osten und weiter bis nach Indien geradelt. Ja, warum macht man eigentlich sowas? Ja, just for fun und ja, neue Erlebnisse sammeln, Eindrücke mitnehmen vom Reisen und natürlich die vielen tollen Begegnungen, die man unterwegs dann noch mit Leuten und Menschen erlebt. Da ging es erstmal halt durch Europa quer durch bis nach Istanbul, durch die Tschechische Republik in die Slowakei und dann weiter Richtung Ungarn, Rumänien und so weiter. Und dann sind wir zusammen geradelt in den Iran, das war dann schon im September. Die Idee war dann, auf die arabische Halbinsel überzusetzen, dort einmal durch die Vereinigten Arabischen Emirate zu fahren, durch den Oman. Und von Delhi ausgehend dann die Fahrradtour weiter fortzusetzen, und zwar über Rajasthan bis Goa runter. Wir haben uns kennengelernt online in einem Radreiseforum. Das war wann? 2015 war das gewesen. Da wollte ich nach Marokko reisen und hatte da in einem Forum gepostet, ob hier jemand mitkommen möchte. Und da hattest du mich drauf angeschrieben und hattest aber eigentlich gemeint, dass du in den Oman reisen willst. Ja, und dann haben wir uns aber trotzdem dafür entschieden, zusammen nach Marokko zu fahren. Haben vorher ein paar Wochenendtouren durch Polen gemacht und sind jetzt dieses Jahr zusammen nach Indien gefahren. Wir haben uns ja in Dresden getroffen. Ich bin in Leipzig gestartet, Tigo in Berlin. Und sind wir dann dort losgeradelt Richtung Tschechische Republik. Und irgendwie lief es gar nicht gut, weil wir kamen nicht sehr weit, weil dann kurz vor Prag Nico Beschwerden hatte in der Ferse und sich dann wenig später herausgestellt hatte, dass die Achillessehne verletzt war. Und dann haben wir erstmal in Prag einige Tage pausiert und sind dann zum Arzt gegangen und es ist dann nicht besser geworden. Und spätestens in Brünn war dann klar, okay, ich werde nicht weiterfahren können. Die Sehne war mega dick, hat wehgetan bei jedem Tritt. Und da war erstmal eine Station. Also dann muss man da Wahrheit ins Auge schauen und die Tour dann unterbrechen erstmal. Und Nico ist dann zurückgefahren mit dem Zug, nicht mehr geradelt, das ging ja nicht mehr. Und ich bin erstmal weiter durch Europa. Und ja, da stand es erstmal so auf der Kippe, wie es weitergeht.
Bin dann erstmal ein paar Tage in Brünn geblieben und habe überlegt, wie es weitergehen soll. Und bin dann nach Berlin zurückgefahren. Habe mir dann etwa einen Monat Zeit genommen, um das so schnell wie möglich wieder auszukurieren. Ja, nach Brünn bin ich dann alleine weitergeradelt. Ging dann erstmal Richtung Slowakei rüber und dann runter nach Bratislava. Und dort auf dem Donauradweg mit Rückenwind, Krakow, Richtung Budapest, genau. Und dann habe ich Schallwellentherapie bekommen und Massagen und Medikamente genommen und Übungen gemacht und pipapo. War bei der Physiotherapie. Zu den einprägsamsten Erlebnissen zählt auf jeden Fall in Rumänien, Transsilvanien und dann die Überquerung des Karpatengebirges. Da ging es noch richtig hoch auf über 2000 Meter und die Straßen waren dermaßen steil, da musste man das Fahrrad schieben und pressen und drücken, den Berg hoch bis auf den Kamm und dann der Blick oben, das war phänomenal. Ja, und dann kam ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, Anfang August oder so, in Istanbul an. Ich habe da ungefähr 5 Tage Pause gemacht. Und dann ging es weiter durch Anatolien hindurch. Wunderschöne Landschaft, alles sehr weitläufig. Karge Steppen wechseln sich ab mit blauen Seen und Wäldern und Bergen. Und schon wieder tolle Menschen getroffen. Also, zum Beispiel einer aus der Schweiz, der ist dort gewandert mit einem Rucksack, Militärrucksack, riesen Ding, bestimmt 30, 40 Kilogramm schwer. Das ist verrückt. Und da haben wir uns einen Tag lang immer wieder so getroffen auf der Straße. Er ist dann so getrennt mit dem Auto und ich kam immer wieder mit dem Fahrrad nach. Und ja, war eine lustige Zeit. Haben wir uns auch viel zu erzählen gehabt von unseren Touren. Ja, und dann schon mal unterwegs in der Nähe von Osmanschik 2 Radfahrer getroffen aus Thüringen. Die waren weiter unterwegs gewesen, die wollten in die ganze Welt reisen, innerhalb von 3 Jahren. Und ja, hatten wir uns auch einiges zu berichten von unseren bisherigen Erlebnissen. Ich bin dann mit dem Flugzeug nach Kutaisi geflogen in Georgien, bin dann rüber in die Türkei. Aber die ersten Tage haben mir auch echt zu schaffen gemacht, weil ich habe gemerkt, ich war nicht so wirklich auf diese Extremtour eingestellt. Der Körper, der musste sich erstmal ans Fahrrad gewöhnen. Die Sonne war unglaublich heiß, also es hat wirklich gebrannt. Ich kam Trinken überhaupt nicht mehr hinterher, also man schwitzt und schwitzt und schwitzt. Und ich glaube, nach einer Woche, 1,5 Wochen bin ich dann erst rum angekommen und da haben wir uns dann wieder getroffen und konnten dann endlich zusammen wieder weiterfahren. Also wir hatten ungefähr 1 Jahr vorher mal darüber geredet, dass wir das machen wollen, auch zusammen und so, und haben dann das letzte halbe Jahr halt intensiv die Planung vorangetrieben. Und ich war damals halt noch im Beruf gewesen. Mein Vertrag war befristet bis zum Sommer und dann musste ich halt vorher alles in die Wege leiten, also die Wohnung zum Beispiel kündigen und die Formalien vornehmen, Visa-Beantragung, Wohnung abmelden und so weiter, Krankenversicherung. Kündigen, Haushaltskrankenversicherung aufsetzen und die ganzen Formalitäten, und das war auf jeden Fall viel Stress und Arbeit. Ich war vorher auf jeden Fall aufgeregt und nervös, weil so eine große Reise macht man ja nicht regelmäßig, in der Regel nur einmal im Leben. Und natürlich der große Schritt, die eigene Wohnung aufzulösen und dann wirklich eine Tür zu schließen und dann ein neues Kapitel zu starten. Für mich eine der schönsten Begegnungen im Iran
oder vielleicht auch auf der Reise, war der eine Abend gewesen. Ich glaube, das war unsere allererste Nacht im Iran, nachdem wir von der Türkei kamen und in Bazagan die Grenze überquert haben. Sind wir erst durch so ein schönes, gemütliches Tal gefahren und haben dann einen Zeltplatz besucht am Nachmittag und den auf so einer Apfelplantage gefunden. Und eigentlich war das schön versteckt in der hintersten Ecke, aber da waren halt auch noch Menschen unterwegs gewesen am Abend, die da gepflückt haben und Landwirtschaftsarbeit gemacht haben und auch 2 Kinder, die hatten Kühe gewirtet. Und die haben uns dann entdeckt und fanden uns halt äußerst skurril und interessant und kamen dann auf uns zu und waren halt auch neugierig, was wir so machen. Und hat sich dann so ein bisschen Gespräch entwickelt, wir haben dir ein bisschen was gezeigt, haben dann mit dem einen Jungen zusammen das Zelt aufgebaut und das war dann eigentlich so eine der schönsten Begegnungen mit den Menschen, so direkter Kontakt und der Austausch halt miteinander. Ja, das fand ich schön, sehr angenehm. Wir hatten insgesamt 3 ziemlich unangenehme Übergriffe. Alle 3 haben im Iran stattgefunden. Michael ist einmal vom Fahrrad geschubst worden von 3 Mopedfahrern, die vorbeigefahren sind. Ist Gott sei Dank nichts passiert, aber es war sehr unangenehm. Mir wurde versucht, das Handy zu klauen. Und zwar, das ist passiert, als wir aus Teheran rausgefahren sind. Da ist neben mir auch wieder ein Mopedfahrer gefahren, hat dann drauf geschaut, hat sich offenbar sehr viel interessiert, hat dann ganz gezielt rangegriffen und mir das Ding vom Lenker gezogen. Ist Gott sei Dank nur auf den Boden gefallen, hat ein paar Kratzer abbekommen. Der Typ ist weitergefahren, abgehauen. Da saß auch erstmal der Schock ziemlich tief. Aber das eigentliche wirklich sehr unangenehme Erlebnis, das war, als wir auf einer verlassenen Landstraße unterwegs gewesen sind. Und das war auch wieder eine ähnliche Situation. Wie so oft hält das Moped oder fährt es auf gleicher Geschwindigkeit neben dir. Und Michael ist ein ganzes Stück vorne rausgefahren, also ich würde sagen so einen guten Kilometer oder so. Also ich habe ihn gerade noch irgendwo da hinten am Horizont fahren sehen, aber wir hatten praktisch keinen Kontakt mehr miteinander. Und dann irgendwann macht mir der eine von den beiden, die da auf dem Moped sitzen, klar, dass er Geld haben will. Das habe ich erstmal abgewunken, aber dann haben sie angefangen, mich mit ihrem Moped zu bedrängen und mich so ein bisschen zu schneiden. Und ich bin irgendwann auch mal laut geworden und habe gesagt, sie sollen jetzt verschwinden und mich in Ruhe lassen. Daraufhin haben sie mich dann wirklich gestoppt und haben ein Messer aus den Taschen geholt und sind auf mich zugekommen und haben mir klar gemacht, dass sie mein Handy haben wollen und dass sie Dollar haben wollen. Mein Handy habe ich gerade vom Lenker noch abnehmen und in die Tasche packen können. Aber die sind dann die ganze Zeit mit Messern um mich rumgetanzt und wollten mir das Telefon aus der Tasche ziehen. Und die Situation war ziemlich aufgeheizt. Ich habe dann versucht zu verhandeln und die haben sich auf den Deal eingelassen, dass ich ihnen einen 100-Dollar-Schein in die Hand drücke. Hat ihnen dann doch nicht gereicht. Sie wollten dann noch einen zweiten haben. Habe ich ihnen dann auch noch geben müssen. Die Typen sind aufs Moped gestiegen und sind abgedüst vorne. Ich dachte natürlich zuerst, okay, die schnappen sich jetzt Micha als nächstes Opfer. Habe dann sofort ein kommendes Auto angehalten, da saßen 3 Bauarbeiter drin. Das war so ein Pickup. Habe denen hektisch ganz schnell klar gemacht, was passiert ist. Und habe dann auch ohne zu fragen gleich angefangen, mein Fahrrad hinten aufzuladen. Die haben mir dabei geholfen und dann sind wir erstmal vorgefahren. Haben Micha da abgeholt und nach, ich glaube, irgendwie so 10 Kilometern oder sowas haben die uns dann an der nächsten Polizeistation rausgelassen. Und dort sind wir dann auch reingegangen, um das Ganze zur Anzeige zu bringen. Da war natürlich erstmal ein großes Hallo, alle wollten erstmal Selfies mit uns machen und wollten erstmal gucken, was wir da so dabei haben und wer wir so sind. Und mir war natürlich überhaupt nicht der Nerv dafür und die Kommunikation hat überhaupt nicht funktioniert. Also denen klar zu machen, was da passiert ist und wo das passiert ist und denen eine Täterbeschreibung zu geben, das war extrem schwierig bis unmöglich. Aber alle haben die ganze Zeit versichert, okay, wir finden die 2, macht euch keine Sorgen, wir klären das auf. Und ich dachte nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier kommen wir jetzt nicht mehr raus. Und irgendwann kam dann ein Übersetzer, der konnte mit uns Englisch sprechen und der hat uns so ein bisschen auch geholfen bei der Täterbeschreibung und allen. Wir hatten dann erstmal Hunger, es gab nichts mehr zu essen, dann haben sie uns angeboten, wir können ja da in der Revierküche essen, wir können dann auch im Gebetsraum übernachten, das wäre alles kein Problem und da haben wir uns auch erstmal drauf eingestellt. Haben dann tatsächlich angefangen, da unser Zeug zu schnibbeln und ein bisschen zu kochen. Alle fanden es ziemlich witzig und haben zugeguckt. Dann kommt einer in die Küche gerannt und sagt, komm mal raus, wir haben hier jemanden. Sag mal, ob der das war.
laufe halt mit raus und sehe tatsächlich, in dem Polizeiauto sitzt einer der beiden Jungs, die uns da auf der Straße überfallen hatten. Der Polizist steigt aus, drückt mir meine 200-Dollar-Scheine in die Hand und sagt, hier, bitteschön, der Fall ist soweit erstmal erledigt. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Aber tatsächlich haben sie irgendwie innerhalb von 2 Stunden oder sowas diese Typen gefangen. Den anderen hatten sie dann auch. Wir haben dann abends noch gesehen, wie die aufs Revier gebracht worden sind, verhört worden sind. Haben dann die Nacht erstmal bei unserem Übersetzer verbracht, weil direkt gehen lassen wollten sie uns nicht. Und es ist dann auch schon dunkel gewesen, also wir hätten sowieso nicht weiterfahren können. Am nächsten Morgen konnten wir dann wieder aufs Revier gehen, unsere Dokumente abholen. Die wurden nämlich einbehalten so lange. Und dann war allerdings das Problem, die Polizei wollte auf keinen Fall, dass das nochmal passiert. Und wollte uns deswegen nicht einfach weiterfahren lassen. Das heißt, wir mussten die Fahrräder bei denen aufs Auto verladen und uns von denen erstmal aus dem Bezirk rausfahren lassen. Wir sind also etwa 40 Kilometer dann erstmal aus der Stadt rausgefahren. Dort durften wir dann aussteigen und dann waren wir wieder, ich sag mal, frei und konnten selber weiterfahren. In der Nähe von Varsané, das ist ungefähr so 150 Kilometer westlich von Yazd, mitten in der Wüste. Und dort haben wir uns mal 2 Tage Auszeit genommen und haben die Dünen besucht, die dort so vielleicht eine halbe Stunde entfernt liegen und zu den atemberaubendsten, schönsten Sanddünen der Welt auch zählen. Und also wir hatten vorher erst diesen See dahinter, diesen Salzsee besucht, haben dort eine Runde gedreht, sind wieder raus und wollten dann und haben dann direkt zwischen den Dünen gezeltet. Und hat man natürlich dann abends die Sonne zur schönsten Tageszeit und am nächsten Morgen dann auch wieder den Sonnenaufgang. Also das ist ein sehr beeindruckendes Naturspektakel. Und wir hatten dann auch noch das Glück, dass an dem Abend dann auch noch so ein Reisebus angefahren kam, eine Reisegesellschaft. Die waren überwiegend aus, ich glaube, Holland, ja. Und wollten dort so ein bisschen Party machen, hatten eine Shisha mit und ein bisschen was zu essen und Teppiche und so. Und haben sich dann halt nicht weit von uns entfernt auf den höchsten Hügel gesetzt und dort halt den Sonnenuntergang beobachtet und bis in die Nacht rein ein bisschen gefeiert und getrunken und Spaß gehabt. Währenddessen die halt oben waren, ihren Spaß hatten, hatten wir dann eine Einladung von denen ihren Guides gehabt, die mit dem Auto mitgefahren sind und haben uns dann unten hingesetzt, ganz spontan, und haben dann mit denen noch eine Wassermelone verzehrt und ein bisschen Smalltalk gehalten, wie so der Tourismus läuft in Varsané in der Region, was sich geändert hat über die Jahre und wie auch so die Einstellung ist halt der Iraner zur Welt und zur westlichen Politik und so weiter. Also das war ein sehr schönes, interessantes Gespräch mit den Iranern. Ich erinnere mich an so einen Mittag, da waren wir im Iran, auch auf so einer verlassenen Straße unterwegs, auf der seit vielen, vielen Kilometern und vielen, vielen Stunden überhaupt nichts gekommen ist. Kein Kiosk, kein Restaurant, kein irgendwas. Aber irgendwann kam dann doch so ein Restaurant, sage ich mal in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall gab es da was zum Essen. Und da haben wir natürlich auch gleich angehalten und was zu essen bestellt. Und der Gastgeber war, glaube ich, auch ganz froh, dass mal jemand da war. Man hat sich dann auch zu uns an den Tisch gesetzt und hat dann angefangen zu erzählen. Er kam offenbar aus dem Syrienkrieg, ist in den Iran geflüchtet, ich weiß es nicht. Er lebt auf jeden Fall jetzt im Iran und hat ganz stolz erzählt, wie viel Ohren er abgeschnitten hat, wie viel Kehlen er durchtrennt hat und was er da sonst für Kriegsverbrechen verbrochen hat. Und also uns ist fast schlecht geworden. Wir haben dann schnell fertig gegessen und geguckt, dass wir da so schnell wie möglich wegkommen, weil das war wirklich eine sehr, sehr unangenehme Begegnung beim eigentlich wohlverdienten Mittagessen.
Ja, unser Visum für den Iran haben wir bereits in Deutschland beantragt. Kurz vor der Reise mussten wir so eine Referenznummer beantragen und dann ging es innerhalb von ein paar Tagen mit dem Visum. Und das ist 3 Monate lang gültig, also man kann 3 Monate lang damit einreisen und dann halt insgesamt für 30 Tage. Und das war für unser Vorhaben schon ein bisschen knapp kalkuliert und wir dachten dann schon, ja, mal sehen, vielleicht reisen wir dann das letzte Stück mit dem Bus irgendwie bis nach Bandar Lengye, da wollten wir mit der Fähre übersetzen letztendlich. Oder wir verlängern das dann nochmal im Land, das wäre auch möglich gewesen. Wir haben uns dann für die letzte Variante entschieden, dass wir das verlängern und sind dann erstmal mit dem Fahrrad durch den Iran durchgefahren, über Teheran bis nach Shiraz runter. Und in Shiraz wollten wir das dann ungefähr eine Woche vor Ablauf verlängern. Und der zuständige Mitarbeiter hat dann aber gleich gemeint, ja, das Visum ist ja noch gültig, das könnt ihr noch gar nicht verlängern. Ihr könnt erst 1-2 Tage vor Ablauf des Visas vorbeikommen zum Tourismusbüro und dann die Verlängerung beantragen. Und das war natürlich für uns blöd, weil wir wollten jetzt auch weiterfahren mit dem Fahrrad und hätten jetzt noch eine ganze Woche warten müssen, bis erstmal unser Visum ausläuft, um es dann neu zu beantragen. Und ja, wir hatten es eigentlich schon fast damit abgefunden und wollten schon gehen. Und dann ist aber Nico nochmal hinter und hat nochmal unseren Sachverhalt geschildert gegenüber dem Vorgesetzten. Ja, ich bin dann nochmal reingegangen und habe ihm alles nochmal erklärt und dass es für uns überhaupt keinen Sinn machen würde. Es hätte auch zeitlich überhaupt nicht gepasst, weil es wäre für uns auch nochmal ein Umweg gewesen, dann dorthin zu fahren in diesen Ort. Plötzlich meinte er, nachdem ich ihn irgendwie 2-3 Minuten zugetextet hatte, ja, komm mal mit, wir gehen mal zu meinem Vorgesetzten, dann erklärst du dem das nochmal und dann drückt er da bestimmt ein Auge zu. Und so haben wir das dann auch gemacht. Ich musste ihm selber gar nichts sagen. Er hat ihm einfach nochmal erzählt, so und so sieht es aus, sie bräuchten jetzt ein Visum. Es war letztendlich überhaupt kein Problem. Und auf einmal ging es, war es kein Problem mehr. Also auf einmal hat man das begriffen, ist man uns entgegengekommen und hat dann problemlos das Visum verlängert. Wir haben das Ding dann bekommen und haben uns dann nochmal freundschaftlich mit dem Handschlag verabschiedet und sind dann mit unseren Visa-Verlängerungen daraus marschiert. Wir fahren gerade mitten im Iran, südlich von Varsany. Jetzt durch den einsamsten Abschnitt unserer gesamten Reise. Es sind knapp 100 Kilometer, quer durch die Wüste. Haben uns sehr penibel darauf vorbereitet. Nochmal gut gegessen heute Mittag, viel getrunken, Wassermelone gemampft und insgesamt knapp 10 Liter Wasser eingekauft. Und die Fahrräder sind jetzt richtig schwer, fahren sich aber trotzdem super. Hier ist alles flach und immer noch verdammt heiß, staubig, trocken. Und ja, mal schauen. Also wir fahren heute Abend so knapp 40, 50 Kilometer vielleicht und dann morgen die restliche Etappe bis Abaku. Ja, mal sehen. Ja, im Iran sind wir eines Nachmittags unterwegs gewesen und es wurde dann schon so ein bisschen, kam schon leicht die Abenddämmerung auf und wir mussten uns dann mal einen Zeltplatz suchen. Da war aber nicht wirklich viel, außer so einem Naturpark, in dem eigentlich ein großer See sein sollte, der aber komplett ausgetrocknet war. Aber wir fahren erstmal in den Naturpark rein und da war aber auch direkt in der Einfahrt so ein Häuschen und wir haben noch gesagt, okay, lass uns davor irgendwo campen. Weil man weiß ja nicht, aus Deutschland ist man es ja gewohnt, dass im Naturpark geht gar nicht, Wildcampen sowieso schwierig, aber im Naturpark geht einfach nicht. Trotzdem, der Ranger kam dann irgendwie aus seinem Häuschen raus, hat uns gesehen und fragt erstmal, was ist hier los, was habt ihr vor? Wir haben erklärt, ja, wir wollen müssen übernachten, haben ein Zelt dabei, würden gerne irgendwo schlafen und ob das dann hier möglich ist. Er sagte, nee, das ist hier nicht gut. Was aber daran lag, dass das wohl ein unsicherer Platz vorne an der Straße sei. Dann fragte er, können wir dann hinten irgendwo im Park? Ja, kein Problem, kommt mal mit. Und dann sind wir mit ihm zusammen dahinter und dann hat er uns gezeigt, wo dann die schönen Plätze sind. Da war dann irgendwie so ein kleines bewaldetes Stück auf so einer Anhöhe und da konnten wir dann unser Zelt aufschlagen. Mitten im Naturpark war überhaupt kein Problem.
Er hat sich dann noch zum Essen zu uns gesetzt, wir haben dann gekocht und so, da mit Feuer hantiert, war auch überhaupt kein Problem. Er saß dann noch die ganze Zeit bei uns und hat uns zugeguckt und wir hatten echt ein nettes Gespräch. Und als wir dann abends im Zelt lagen, da kam dann, es war schon stockdunkel, kam dann jemand mit der Taschenlampe ans Zelt. Und ich dachte, oh Scheiße, was ist das jetzt schon wieder? Es war auf jeden Fall der Ranger, der kam dann wirklich nochmal vor, hatte glaube ich seinen Schlafanzug schon an und fragte, braucht ihr noch irgendwas für die Nacht, dann kann ich euch gerne vorbeibringen, Wasser oder so, sagt einfach Bescheid. Ja, das ist Zelten im Naturpark im Iran. So kann es auch funktionieren. Ja, es ist mal wieder soweit. Fahrradpflege ist angesagt. Auf so einer Radreise wird ja der gute Drahtesel ganz schön belastet. Und hat man ständig so kleinere Sachen zu reparieren. Bei mir waren es natürlich größere Geschichten. Also hat unzählige Platten gehabt unterwegs. Insgesamt 20 Stück. Dann ist mir vorne der Nabendynamo kaputt gegangen, weil sich der Gurt von der Packtasche reingewickelt hatte vor kurzem. Und jetzt sind die Kontakte verbogen und seitdem habe ich auch keinen Strom mehr und kein Licht. Ja, und dann habe ich mir mal hier beim exzentrischen Tretlager eine Schraube weggebrochen und konnte die dann nur mit Mühe und Not im Radfachgeschäft wieder rausdrehen lassen. Ja, und jetzt macht mich halt mal wieder so Materialpflege und will ein bisschen die Kette nachölen, weil die auch immer bei diesem trockenen, staubigen Klima hier in Indien schnell verdreckt und dann nicht mehr optimal läuft. Ja. Als wir dann vom Iran übergesetzt sind mit der Fähre nach Dubai, war es natürlich ein gewaltiger, riesiger Kulturschock. Also vom Süden Irans, wo alles recht rückständig ist, ruhig und langsam und bescheiden, dann in diese Supermetropole nach Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das waren schon zwei verschiedene Welten. Und wir kamen dort an am späten Nachmittag, es war richtig brennend, schwül, heiß. Das war unangenehm, wir sind gerade mal aus dem Hafen rausgefahren, war schon total durchgeschwitzt und sind dann noch knapp 20 Kilometer bis zu unserer Unterkunft, ein Hostel im Süden vom Zentrum gefahren. Und ja, und dann haben wir dort, weiß gar nicht, 4, 5 Nächte verbracht in Dubai und haben uns natürlich reingestürzt ins Großstadtchaos zwischen die Wolkenkratzer. Das ist alles sehr faszinierend, aber halt auch viel Show. Also wenn man dann so mitten im Zentrum steht, ringsum herum gehen halt diese Wolkenkratzer in die Höhe, viele Stahl und Beton, das ist schon abends oder am späten Nachmittag sehr beeindruckend, wenn dann die Stimmung so kommt durch das Licht und alles. Auf jeden Fall eine ganz große Show. Und eins der Highlights war dann der Burj Khalifa gewesen im Zentrum. Da ist dann jeden Abend so zwischen 18 und 20 Uhr eine ganz pompöse Wassershow mit Lichteffekten.
Es gab natürlich auch Schattenseiten in Dubai, weil irgendwoher muss ja der ganze Boom kommen, der Wohlstand und die Schattenseite merkt man dann halt dann an den Hunderten, Tausenden Gastarbeitern aus Bangladesch, Indien und sonst woher, die dann halt täglich schuften auf den Baustellen, fast unbemerkt von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Und dann sieht man die eigentlich immer nur morgens oder abends, wenn die halt mit den Bussen dann von den Baustellen hin und her gekarrt werden. Und für Hungerlohn, ich glaube für 300-400 Euro im Monat, dort 60 Stunden die Woche schuften und sich abrackern. Ein bisschen oder ganz offensichtlich merkt man auch, dass es viel Illusion ist in Dubai, wenn man sich das mal betrachtet, wie eigentlich die ganzen Grünflächen bewässert werden. Da ist nämlich überall ganz unauffällig zwischen den Wiesen und Palmen so ein schwarzer Schlauch gelegt und mit ganz vielen Löchern, und da wird dann alles dort bewässert, meistens in Abendstunden. Und wenn man das nicht machen würde, wäre wirklich alles nur Wüste, kahl, kein Leben, kein Grün, kein Golfplatz, nichts. Die Stadt hängt wirklich sozusagen am Tropf und ist da hochgradig abhängig vom Wasser, was aufwendig irgendwo welchen Entsalzungsanlagen so rum, in irgendwelchen Entsalzungsanlagen gewonnen wird. Mit viel Energieaufwand. Ja, also es war schon ein sehr widersprüchliches Erlebnis in Dubai. Verlassen haben wir Dubai über den Al-Qudra-Radweg. Das ist ein unglaublich gut ausgebauter, zweispuriger Radweg. Der führt tatsächlich mitten durch die Wüste. Der beginnt irgendwo am Stadtrand und geht dann wirklich in den Sand, in die Sanddünen rein. Und wir sind dann irgendwann mittags losgefahren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer der lang ist. Es ist aber am Wegesrand nicht viel, außer ab und zu mal so ein Unterstand, der vor der Sonne schützen soll. Und da haben wir dann die Nacht verbracht, haben uns dann da auf so eine Parkbank gelegt und haben dann da unter diesem Unterstand geschlafen, an diesem Radweg, mitten in der Wüste. Es war sehr, sehr schön. Viel ist da auch nicht los, also uns ist unterwegs nicht ein Radfahrer begegnet. Lediglich am nächsten Morgen sind so 2 Rennradfahrer vorbeigefahren. Der Radweg wird, glaube ich, in erster Linie für gelegentliche Events genutzt, für irgendwelche Radrennen, die da stattfinden. Aber als wir da unterwegs waren, sind wir komplett für uns alleine gewesen. Ein ganz wichtiges Thema auf so einer Reise ist natürlich auch die Verpflegung, also das tägliche Kochen bzw. irgendwo essen gehen. Und also für uns stand vornherein schon fest, wir nehmen einen Kocher mit. Und ich hatte mir ungefähr ein Jahr vorher so einen Benzinkocher gekauft, hatte früher mit Gas gekocht oder mit Holzbrennofen und war auf jeden Fall froh, dass ich auf dieser Reise einen Benzinkocher mit hatte, weil unterwegs schon natürlich immer mit offenem Feuer kochen problematisch ist und Gaskocher natürlich auch schlecht geht, weil man in vielen Ländern doch nur eingeschränkt diese Gaskartuschen bekommt, also auch diese Steckkartuschen. Und Benzin gibt es in der Tankstelle und ja, da läuft das schon ganz gut. Und unterwegs essen gehen irgendwo ist natürlich auch nicht immer so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich sage mal, in der Türkei war es noch relativ okay, aber man hat schon gemerkt, umso weiter östlich man fährt, umso schmalspuriger wird dann auch die Küche, die dort aufgefahren wird. Und richtig problematisch wurde es dann im Iran. Also wir sind da eingereist und haben dann festgestellt, uiuiui, in jedem Restaurant gibt es hier das gleiche zu essen. Da gab es immer Reis mit Brot und irgendwelchen Fleischspießen. Und dann hat das variiert mit Joghurt, Dressing und ein bisschen Zierde, Salat oder sowas. Aber ja, es war dann recht eintönig. Also wenn man das jeden Tag essen müsste, kann man auch darauf verzichten. Wir haben dann anfangs immer einmal gekocht am Tag, meistens abends. Und
ja, sind dann tagsüber irgendwo essen gegangen. Das ging dann noch teilweise. So weiter wir dann aber gereist sind Richtung Osten, umso problematischer wurde das. Dann im nächsten Land, im Oman, gab es überall nur noch diese Fast-Food-Buden und irgendwelche Hamburger und gerollte Chicken Wraps, was anfangs okay war, aber dann am 3., 4. Tag schon eine Zumutung darstellte für uns. Und dann spätestens in Indien war dann langsam das Verständnis so ein bisschen weg, weil da gab es dann gar kein richtiges Essen mehr, sondern nur solche Art Chips, die mit irgendwelchen Soßen serviert werden. Und ja, was man dann an jeder Ecke bekommt, oder diese Samosa, die Teigtaschen mit Kartoffelfüllungen, die durchfrittiert sind, aber natürlich auch vor Fett triefen. Ja, und so haben wir dann angefangen, für Mittag- und Abendessen selber zu kochen. Und die Auswahl so an den Marktständen ist auch wirklich sehr gut. Also man bekommt sehr viel frisches Gemüse und auch sonst halt Bulgur, Reis, Linsen, alles was man braucht, und kann dort super selber kochen. Ja, genau. Das hat sich auf jeden Fall bewährt und trägt auch maßgebend für die Stimmung und für die Kondition auf so einer Radreise bei. Am meisten Spaß gemacht hat es mir, glaube ich, im Oman unterwegs zu sein, weil es wunderschöne Naturlandschaft ist. Das Land ist sehr dünn besiedelt, du bist wirklich viel in der Wüste unterwegs und hast diese wundervollen Wadis. Teilweise hatten wir auch abends so riesengroße Wadis, ganz für uns alleine, Totenstille, wunderbar klares Wasser, in dem man da überall baden kann. Also das war schon sehr, sehr faszinierend, da unterwegs zu sein. Abends dann auch die Zeltplätze zu finden, zwischen diesen riesengroßen, steilen Felswänden. Als wir von den Emiraten in den Oman einreisen mussten wir auf der Seite der Emirate erstmal Ausreisegebühr bezahlen. Was mich ziemlich überrascht hat, habe ich so noch nie gesehen. Und als wir dann rüber sind, standen da 2 Grenzbeamte und haben uns begrüßt. Und wir haben gefragt, so, wie geht's weiter? Wo kriegen wir unser Visum? Wo kriegen wir unseren Einreisestempel? Und sie gucken uns an, ja, wo wollt ihr denn hin? Ja, in den Oman. Ja, herzlich willkommen, ihr seid hier im Oman. Ja, aber wir brauchen jetzt noch, hier ist unser Pass, wir brauchen Visum. Ja, das bekommt ihr 200 Kilometer weiter in der Polizeistation. Da standen wir erst mal da und haben so geguckt, wie ich jetzt gerade. Und haben dann aber erfahren, okay, 200 Meter weiter ist die Polizeistation. Sind dorthin gefahren und dort hat man uns empfangen, wusste auch gleich Bescheid, ach, ihr wollt wahrscheinlich Visa, da müsst ihr ins 40 Kilometer entlegene Wadi Yizi fahren. Nur kurz Platz machen. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass das jetzt auch wieder 40 Meter entfernt sein wird. Nicht 40 Kilometer, aber tatsächlich haben wir dann irgendwann erfahren, okay, es gibt ein sogenanntes Wadi Yizi, das ist 40 Kilometer von hier entfernt und dort bekommt man wohl sein Visum. Das heißt, wir standen jetzt erstmal mitten im Land und hatten überhaupt keine Dokumente, die bescheinigen, dass wir hier legal eingereist sind, was erstmal ein komisches Gefühl ausgelöst hat. Vor allem, weil überall an der Straße auch wirklich Polizeikontrollen stattgefunden haben. Das heißt, wir sind dann wirklich diese 40 Kilometer in dieses Wadi rausgefahren, beziehungsweise diese Region nannte sich dann so, das war natürlich nicht in einem richtigen Wadi gelegen, haben dann dort unser Visum bekommen und ärgerlich war, das lag auch nicht auf unserer Strecke, das heißt, wir mussten auch einen Großteil der Strecke wieder zurückfahren. Sind also erstmal fast 80 Kilometer unterwegs gewesen, nur um dieses Visum zu bekommen. Aber hat dann letztendlich Gott sei Dank funktioniert, wenn auch mit Umwegen im wahrsten Sinne des Wortes.
Das Fahrrad, was wir beide fahren, ist von VSF, Fahrradmanufaktur, 26 Zoll, Laufradgröße und Rahmen und ist aus Stahl gefertigt. Einfach aus dem Grund, weil es belastbarer und langlebiger ist und weil man theoretisch im Ernstfall, wenn man was brechen sollte, das Ganze wieder leicht schweißen lassen könnte. Ansonsten, ich habe noch hier eine Besonderheit. Ich habe diese Rohlauf-Nabenschaltung, die in den letzten Jahren sehr populär gehypt wurde. Ich war jetzt leider nicht ganz so zufrieden auf meiner Reise, weil ich zum Beispiel den Abzieher vergessen hatte zu Hause mitzunehmen für das Kettenritzel und das muss auch ungefähr nach 10.000, 15.000 Kilometern gewechselt werden. Nichtsdestotrotz lief die Schaltung an für sich bisher prima und abgesehen von ein paar Kleinigkeiten hatten wir jetzt nicht so viel Pannen gehabt am Fahrrad. Also mir ist jetzt kürzlich erst der Riemen von der Packtasche in das Vorderrad reingewickelt, wodurch jetzt der Nabendynamo defekt ist. Aber das war auch ein bisschen Eigenverschulden. Ja. Und ansonsten, außer reichlich Platten, hatten wir eigentlich keine größeren Probleme mit den Fahrrädern. Ja. Dann auch noch ganz wichtig, wo ich gerade bei Nabendynamo war, die Lichtanlage. Also wir haben jetzt beide Frontscheinwerfer LED und mit USB-Ausgang. Also kann man jetzt über die Frontlampe auch Endgeräte laden, wie jetzt zum Beispiel Powerbank oder gleich direkt das Handy oder Kameras, was ja gerade beim Radreisen immer sehr viel Strom braucht und somit wichtig ist. Weil bei mir mittlerweile der Nabendynamo defekt ist, habe ich jetzt nachgerüstet und habe ein zusätzliches Solarpanel auf den Gepäckträger installiert, welches bis zu 15 Watt theoretisch Leistung liefern kann und somit ausreichend Strom produziert an einem sonnigen Tag. Ja. Im Wadi Bani Khalid im Oman, da gibt es eine Höhle. Da läuft man erstmal ein Stück durch das Wadi durch. Man muss den Weg ein bisschen suchen. Man findet dann meistens ein paar Stufen irgendwo zwischen den Felsen versteckt. Da muss man ab und zu ein bisschen durchs Wasser warten. Und dann gibt es so einen kleinen Spalt irgendwo. Der ist also wirklich, der ist so breit, also ich würde mal sagen so hoch. Und man muss sich dann wirklich so da rein bücken. Und ich dachte mir noch, warum sollte ich denn jetzt da reinkriechen? Das ist unglaublich eng und beklemmend. Ich dachte aber, jetzt bin ich hier rausgelaufen, jetzt gucke ich mir das doch mal an. Vielleicht ist es ja spannend. Also Kopf runter und dann da rein und dann ging das immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer. Und man krabbelt und es ist wirklich sehr beklemmend und eng alles. Aber irgendwann wird die Decke dann höher. Irgendwann kann man schon wieder leicht aufwärts laufen. Und irgendwann kommen riesengroße Räume. Es ist dann irgendwann stockdunkel und es wird plötzlich unfassbar heiß. Also man beginnt wirklich zu schwitzen, als wäre man in der Sauna. Und man kann immer weiter da reinlaufen. Und das Spannende ist, diese Höhle ist offen zugänglich, aber jetzt nicht für den Tourismus oder so aufbereitet. Da ist also kein Licht drin oder sonst irgendeine Infrastruktur. Da sitzt vorne keiner mit dem Kassenhäuschen und passt auf, wer rein und raus geht, sondern du gehst einfach rein und kannst die Höhle vollkommen selbstständig erkunden. Und ja, so haben wir das dann auch gemacht. Irgendwo hört man dann so einen Bach entlang laufen. Also da fließt dann auch das Wasser unterirdisch entlang. Man sieht es nicht. Wir hatten auch nur so ganz kleine, einfache Taschenlampen dabei. Die waren ein bisschen unzureichend. Es war, wie gesagt, stockedunkel. Es war unfassbar heiß, aber es war wirklich sehr, sehr spannend, mal so eine Höhle komplett auf eigene Faust erkunden zu können. Eine andere auch sehr interessante Höhle im Oman haben wir, wie hieß das Wadi noch? Wadi Al-Shab, genau. Da läuft man erstmal eine ganze Weile durch das Wadi hindurch. Ich würde mal sagen, eine halbe, dreiviertel Stunde mindestens. Es ist ein wunderschöner Weg. Man läuft entlang der Klippen und hat dann auch eine ganz tolle Sicht auf die Flüsse, die da teilweise durchlaufen. Und irgendwann muss man durchs Wasser warten. Da geht einem dann das Wasser geht einem gut bis hier, bis zum Bauchnabel. Man muss auf jeden Fall auch seine Sachen entweder zurücklassen oder wir hatten das so ein bisschen wasserdicht verpackt. Und irgendwann kommt man auch nur noch weiter, wenn man wirklich schwimmt. Man schwimmt dann durch diese Schlucht hindurch ein ganzes Stück. Und dann kommt so eine ganz kleine Felsspalte, die ist etwa so groß, da passt wirklich gerade der Kopf durch. Da schwimmt man dann hindurch, also muss echt aufpassen, dass man mit dem Kopf links und rechts nicht anstößt und landet dann
praktisch auch in der Höhle, hat aber einen riesengroßen See drin und dann oben kommt ein Wasserfall runter und es ist unglaublich beeindruckend. Also es ist wirklich ein ganz tolles Naturschauspiel. Man kann dann da rumtoben, man kann in der Höhle schwimmen und oben runterspringen und es ist ein Riesenspaß gewesen. Nee, man muss nur gucken, dass der Kopf durchpasst. Alter, also eng ist das schon. Ein bisschen tauchen muss man, glaube ich. Alter! Man kann im Oman auch auf der Autobahn fahren mit dem Fahrrad und das fährt sich sogar sehr, sehr gut. Unser Routenplaner hat das leider nicht berücksichtigt. Das heißt, Autobahnabschnitte werden dort nicht in die Route integriert. Aber viele Straßen führen einfach nicht direkt, zum Beispiel nach Maskat. Und man müsste entweder einen riesengroßen Umweg fahren oder eben über die Autobahn. Das haben wir ausprobiert. Die Straßen sind im Oman sowieso generell sehr, sehr gut ausgebaut und teilweise auch nachts beleuchtet. Also wenn es einem tagsüber zu heiß ist, und es ist unglaublich heiß tagsüber, dann kann man auch einfach nachts fahren. Die Autobahnen haben alle einen sehr, sehr breiten Seitenstreifen. Und was auch sehr angenehm ist, die Geschwindigkeitsbegrenzung liegt, glaube ich, bei 120. Also da rast auch niemand. Und der Verkehr ist nicht dicht, also es fährt sich sehr komfortabel und ich kann es wirklich empfehlen, allen, die im Oman unterwegs sind, einfach mal ausprobieren, ein Stück auch über die Autobahn zu fahren. Klappt super. Ich habe eigentlich ziemlich das gleiche Fahrrad wie Micha, nur meins hat eine Kettenschaltung. Ich habe mich für den sicheren Weg entschieden. Und ansonsten noch einen kleinen Unterschied hier, was die Stromversorgung angeht. Ich habe eine etwas andere Lampe, bei mir geht das einmal hier hoch. Dann habe ich hier nochmal einen zusätzlichen Knopf, wo ich die Lampe mit ein- und ausschalten kann. Und über den habe ich auch einen USB-Anschluss, der dann mein Smartphone mit Energie versorgt. Trotzdem noch ein zusätzliches Solarpanel hier oben auf der Lenkertasche. Natürlich die 4 Packtaschen, die man so üblicherweise dabei hat. Wichtig, es muss immer alles in perfekter Ordnung sein. Sonst bricht das absolute Chaos aus. Das heißt, man muss mitten in der Nacht im Stockdunkeln oder bei Sturm und Regen irgendwo reingreifen und genau das haben, was man sucht. Ja, Isomatte, Zelt, wir haben ja meistens draußen übernachtet. Und Isomatte ist übrigens von unglaublich großem Interesse gewesen bei allen, die uns irgendwie unterwegs begegnet sind. Jeder musste dran passen, jeder wollte wissen, was ist das hier. Und die Klingel war auch unglaublich interessant. Jeder, ich weiß nicht, wie viele Finger hier an dieser Klingel rumgespielt haben. Dürften über 100 gewesen sein. Genau, das ist mein Fahrrad. Ja.
Ja, Indien ist ein Land mit gut 1 Milliarde Einwohnern, ist riesengroß, aber trotzdem hat es anscheinend nicht genug Platz für all die Menschen. Und so mussten wir schon in der ersten Woche feststellen, nachdem wir in Delhi gelandet sind, dass die Zeltplatzsuche am Abend äußerst schwierig ist. Und das war der eine Abend zum Beispiel, das war irgendwo gewesen 300-400 Kilometer westlich von Delhi. Wir wollten halt abends einen Zeltplatz finden, haben erstmal lange Zeit nichts gefunden, sind dann weit rausgefahren von der Hauptverkehrsstraße, durch ein kleines Dorf noch durch. Und hinter dem Dorf waren dann halt so Landwirtschaftsflächen, abgemähte Wiesen und Äcker. Und eigentlich ganz gut, haben wir uns so gedacht, haben wir die Zelte dort aufgebaut und wollten halt uns dann abends so noch ein bisschen was kochen und fertig machen für die Nacht. Aber wie es so immer war und auch an diesem Abend wieder sein musste, ist natürlich Menschen auf uns aufmerksam geworden und kurz später stand die gesamte Dorfgemeinschaft um unser Zelt, beziehungsweise das Zelt stand noch nicht mal, die standen schon alle um uns rum. Wir haben dann aufgebaut und alle schauen uns zu, also man muss sich das vorstellen wie so wirklich so eine Traube, die dann um einen rumsteht. Und dann wollten wir natürlich noch unser Abendessen zubereiten und dann haben sie uns beim Kochen zugeschaut. Und um ihnen klarzumachen, dass wir jetzt uns zurückziehen möchten, habe ich dann auch irgendwann mal angefangen, meine Zähne zu putzen. Das fanden sie auch total interessant. Irgendwann haben dann noch die Kinder angefangen, in mein Zelt reinzugucken, sind über die Absperrlein gestolpert, dann ist das ganze Zelt noch in sich zusammengestürzt. Also irgendwann war klar, okay, wie kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr los. Sind dann am nächsten Morgen in jedem Fall eine Stunde früher aufgestanden als eigentlich, um dann schnell weg zu sein, bevor das ganze Dorf wieder da steht. Hat leider nicht funktioniert. Die Leute waren früher als wir. Wir sind dann direkt morgens am Zeltplatz abgeholt worden und gebeten worden, kommt doch mal bitte mit, wir trinken jetzt bei mir noch einen Tee. Die Situation war da ganz lustig. Der Gastgeber hatte offenbar sich gerade ein neues Haus fertig bauen lassen. Er hat dann schön 3 Stühle vor seinem Haus drapiert und da durften wir das noch Platz nehmen, hatten diese wunderbare Sicht auf sein Haus. Man hätte die Stühle auch so hinstellen können, dass man irgendwie kommunikativ im Kreis sitzt oder hinter uns war ein sehr schöner Blick auf das Dorf. Aber nee, wir standen tatsächlich so, dass wir jetzt das Haus betrachten, dann wurde uns der Tee gereicht, dann haben wir den Tee zu uns genommen. Das Gespräch hat praktisch nicht stattgefunden, niemand hatte sich irgendwas zu sagen. Und irgendwie nach einer halben Stunde etwa haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir wirklich los. Das war dann auch okay. Er hat uns das aus dem Dorf begleitet, ist dann vorne raus und hat dann jeden begrüßt, der uns entgegenkam. Die haben uns dann nochmal richtig rumgeführt, haben uns einen Dromedar samt Schmuck und Anhänger gezeigt und uns nochmal alle verabschiedet. Ja. Das war so unser erster Kulturschock in Indien. Und dann ist es auch die nächsten Tage und Wochen nicht ruhiger und besser geworden. Aber, ja. Wir sind an einem Mittag in Indien an der Hauptverkehrsstraße entlang gefahren und am Seitenstreifen kam uns dann plötzlich so eine Hochzeitsgesellschaft vorbei. Die hatten so einen Wagen dabei, da oben war ein DJ drauf, hat laute Musik gespielt und alle haben hinter dem Wagen hergetanzt, waren entsprechend angezogen, es haben ständig irgendwelche Konfettibomben geknallt. Und als wir da vorbeigekommen sind, haben uns das erstmal angeschaut, fanden die Leute uns natürlich auch total lustig und haben uns erstmal eingeladen mitzutanzen. Die Sicherheitsleute, die außenrum das Absperrband getragen haben, die haben dann unsere Fahrräder vorausgeschoben. Ja, und wir konnten uns erstmal in die Hochzeitsgesellschaft mit eingliedern.
richtige Reise ist ja nichts ohne Pannen und Missgeschicke. Und so hatte ich auch mein Missgeschick mitgebracht oder verursacht. Und zwar hatte ich bei der Planung vergessen, einen wichtigen Abzieher für das Kettenritzel einzupacken, weil ich eine spezielle Nabenschaltung habe am Fahrrad. Und habe dies auch erst unterwegs erfahren von einem anderen deutschen Reisepärchen, die mich darauf hingewiesen hatten, dass man ja zum Abziehen von dem Ritzel so einen speziellen Abzieher braucht. Und da war auch schon irgendwo in Ostanatolien gewesen, in der Türkei. Und habe dann noch versucht, halt in der nächsten Stadt irgendwie was zu organisieren, sowas zu bekommen, aber es war aussichtslos. Hätte ich mir online bestellen müssen, ehe das da gewesen wäre, wären Wochen oder Monate vergangen, keine Ahnung. Und ich hatte dann die Idee gehabt, beziehungsweise habe ich die Idee gefunden aus dem Internet, dass man sich so einen Abzieher auch selber herstellen kann. Und haben wir dann im nächsten Baumarkt so ein passendes Rohteil besorgt aus Messing oder Kupfer oder was Ähnliches. Und bin dann mit diesem Rohrstück, was das war, in die nächste Dreherei gegangen, um die Ecke. Und habe dann dem Inhaber dort erzählt, was ich brauche. Habe dann mit Bildern hantiert und das mit Zeichensprache erklärt alles. Und er hat es dann auch verstanden. Und haben wir dann tatsächlich so einen Abzieher hergestellt. Und der hat dann prima gepasst, hätte funktioniert und so weiter. War ich erstmal zufrieden. Und ja, dann sind wir weitergereist. Von der Türkei über den Iran bis nach Dubai. Und in Dubai angekommen wollte ich dann halt den Wechsel vornehmen lassen von der Fachwerkstatt. Und bin dann mit meinem Fahrrad, dem Ritzel und dem Abzieher in die nächste Werkstatt gegangen. Und ja, dann wollte ich das abziehen lassen. Und wie es dann kommen musste, war das Material zu weich und ist dann wirklich weggebrochen. Und war ich dann natürlich ziemlich frustriert, weil ich dann da stand, wieder ohne Werkzeug. Das Ritzel war dann auch schon halb verschlissen, hätte dann irgendwann mal gewechselt werden müssen, die nächsten, keine Ahnung, 5.000 oder 10.000 Kilometer spätestens. Und wussten erstmal nicht mehr so richtig weiter, was ich jetzt machen soll. Und ja, war das so ein ziemlicher Tiefpunkt auf der Reise gewesen, weil natürlich dann ja, auch das ganze Reiseunternehmen so ein bisschen auf der Kippe stand. Ich habe hin und her überlegt, was machst du jetzt, wie geht's weiter? Und wie der Zufall dann so wollte auf so einer Reise, hatte Nico dann irgendwie eine Bekannte in Dubai, die wir getroffen hatten. Und da hat sich dann herausgestellt im Gespräch, dass sie eine Freundin hat, die in Goa in Indien lebt. Und hat dann gleich einen Klick gemacht bei mir und habe ich dann gefragt, ob sie die mal anschreiben kann, Adresse und so, und ob ich denn ihr was schicken könnte. Aus Deutschland nach Indien. Wir haben jetzt genau 2000 Kilometer durch dieses unglaublich anstrengende Land geschafft. Und ein paar hundert haben wir noch vor uns, ich schätze so 700 etwa. Und dann ist echt gut. Ja, jetzt fahre ich erstmal wieder zurück nach Berlin und steige da in meinen alten Alltag wieder zurück ein. Und ich habe unglaublich viele Pläne für die Zukunft, aber das wird sich jetzt erstmal alles im Rahmen meines regulären Jahresurlaubs abspielen. Also ich werde sicherlich wieder verschiedene Kurzreisen mit dem Fahrrad machen. Ob ich in nächster Zeit nochmal so eine längere Reise machen werde, kann ich nicht sagen, aber die Lust darauf habe ich auf jeden Fall, die ist stark vorhanden. Ja, für mich ist jetzt hier in Goa in Indien erstmal Halbzeit der Reise, weil ich insgesamt ein ganzes Jahr mir frei nehme für die Radtour, beziehungsweise mache ich eine Radtour um die ganze Welt. Und ja, habe dementsprechend jetzt noch die ganze andere Hälfte vor mir, nämlich die Fahrt nach Hause. Und will jetzt die nächsten Wochen weiterfahren nach Nordindien, dann nach Nepal rein, bis Kathmandu, und versuche jetzt so unterwegs Visum zu beantragen für Myanmar und möchte dann von Kathmandu nach Myanmar reinfliegen, nach Rangoon, weil ich über den Landweg die Grenze nicht mehr passieren kann seit diesem Jahr, da jetzt die Reisebestimmungen geändert wurden.
Dann geht es weiter durch Südostasien hindurch, Thailand, besonders Malaysia. Und dann werde ich im Frühjahr 2018 über die USA dann wieder Richtung Europa radeln, bis wir dann zurückfliegen. Und möchte dann so im Juli, August vielleicht wieder in Deutschland ankommen. Und habe dann erstmal halt wieder straff zu tun, müssen wir dann erstmal eine Unterkunft suchen, eine Wohnung, einen Job und so weiter. Also ich habe quasi keine Sicherheit mehr, fange dann bei Null an und ja, muss dann wieder so zurück in den Alltag finden. Genau. Von der täglichen Reise zurück ins Büro oder je nachdem, was sich so ergeben wird. Ja. Viele erzählen nach so einer Reise, ja, sie hätte sie total verändert und ihren Horizont erweitert oder was weiß ich. Ich glaube, das ist bei mir jetzt nicht passiert. Aber das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass so Ziele, die erst unerreichbar scheinen, doch total einfach umzusetzen sind, wenn man es einfach nur angeht. Also mein Horizont ist schon dahingehend erweitert worden, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, okay, du kannst so viel erreichen, du kannst so viel machen, du musst es einfach nur anpacken. Und vieles, was so schwer und weit weg erscheint, ist eigentlich total easy. Erzähl mal irgendwas. Wir sitzen jetzt hier im Cool-Storm-Café und trinken früh am Morgen einen Kaffee Latte, Large und einen Americano. Und wenig später machen wir dann irgendwann mal die Videodokumentation für unsere Abreise. Und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt alles. Jetzt erzähle ich, wie das war. Wir können, was war denn dann nochmal? Was war das Thema? Durch, wie heißt das, glaube ich? Schlesien? Nicht Schlesien. Haben auch so eine von vorne. Und ich glaube, ich habe das alles schon gesagt. Ja, kannst du da so zurechtschneiden. Ich habe es schon gesagt. Fangen wir mal von vorne an. Okay, also die läuft schon. Und halt das Mikro nicht zu. Jetzt halte ich das Mikrofon ganz nah ran und ich hoffe, man hört jetzt eine bessere Audioqualität. Ansonsten haben wir ein Problem. Ach, dein Finger ist bei der Linse. Da will man mal ein bisschen mehr auch Als wir dann auf der omanischen Seite angekommen sind, ja. Das läuft schon. Ja, jetzt läuft's. Okay. Ja, ich bin in Berlin losgefahren, Michael ist in Dresden losgefahren. Dann haben wir uns... Quatsch. Nochmal. Das war noch eine dritte Frage. Lass mich laufen. Was war die dritte? Ja, mir fällt es auch nicht rein. Wir machen nochmal. Das war's, oder? Ich denke schon, ja.